Die informative Ergänzung der meditativen Velotour-Reihe, 4. Teil. Die Trassenübergänge des Panoramaradwegs Niederbergbahn von Velbert bis Apprath. Von den 24 Kilometern Panoramaradweg Niederbergbahn von Kettwig bis Apprath, die wir im 3. Teil der meditativen Velotour-Reihe befahren haben, bilden die ersten 12,6 Kilometer bis etwa Velbert Mitte eine zusammenhängende Trasse. Ab dann, im Verlauf der letzten 11,4 Kilometer bis Apprath, ist diese Trasse mehr als 8-mal unterbrochen. Hier wollen wir uns ausschließlich mit eben diesen Trassenübergängen auf einem der beliebtesten und meistbefahrenen Radwege in Nordrhein-Westfalen beschäftigen, damit sich ein Radtourist auch ohne Navikarte oder lange Sucherei zurechtfinden kann und sich der Gefahren bewusst ist, die einige der hier schlechter gemachten Übergänge für ihn bereithalten. Denn leider sind einige dieser Übergänge unübersichtlich und zudem unnötig gefährlich gestaltet, weil hier von den Radfahrern ungebremster Autoverkehr gequert werden muss und die Verkehrsplaner mal wieder den Fokus nur auf die Bequemlichkeit des Pkw-Verkehrs als auf die Sicherheit der schwächeren, aber nichtsdestoweniger gleichberechtigten Verkehrsteilnehmer gelegt haben, nämlich uns Radfahrer. Am Ende des Videos zeigen wir dann auch im Vergleich dazu, wie ein moderner, gut gestalteter Radtrassenübergang aussehen kann, wenn die Verantwortlichen dies nur wollen. Wir erinnern uns noch an die Saubrücke und die anschließende Hochstraße im Bereich Velbert Mitte. 2 Kilometer nach dieser Hochstraße beginnt die Folge der Übergänge mit dem ersten unkritischen Exemplar zum Eingewöhnen. Hier muss nur ein Werksgelände über den Bürgersteig umfahren werden und es geht an der Werksausfahrt vorbei. Kein hoher Anspruch, möchte man meinen. Aber leider sind die Kurven sehr eng und schlecht einzusehen, sodass es hier beinahe Zusammenstöße zwischen entgegenkommenden Radfahrern häufig gibt. Keine 1700 Meter später treffen wir am Schnappstüber in Velbert auf die vielbefahrene Nevigeser Straße. Ein Schild erklärt dem Radfahrer, wie er weiterfahren soll. Das Bürokratenhirn des Verkehrsplaners denkt sich das Verkehrsgeschehen mutmaßlich folgendermaßen: Ein Stück den Bürgersteig hinunter darf der Radfahrer noch fahren, dann steigt er ab und mutiert zum Fußgänger, um an der winzigen Verkehrsinsel die Straße zu überqueren. Zurück über den gegenüberliegenden Bürgersteig darf er dann wieder aufsteigen. Auf dieses völlig unrealistische Szenario wird dann auch vor der Verkehrsinsel der Pkw-Fahrer mit einem Fußgängerwarnhinweis vorbereitet. Kein einziges Schild weist den Auto- und Lkw-Verkehr auf Radfahrer hin, die hier von einem der meistfrequentierten Radwege in Nordrhein-Westfalen kommen. In der Praxis geschieht dann auch tausende Male in jeder Woche das, was der Radfahrer vor uns hier vormacht. Er fährt ein Stück den Bürgersteig entlang, erkennt die umständliche und viel zu enge Querungsstelle und nutzt die nächste Bordsteinabsenkung, um radelnd vor der Insel die Straße zu überqueren. Er fährt hier direkt auf die Linksabbiegerspur und bleibt danach auf der Straße, weil es viel sinnvoller ist. Der große Wendekreis meines Velomobils zwingt mich ohnehin dazu, erstmal zu wenden und dann vor dem Inselchen auf der Sperrfläche zu warten, bis ich auf den Bürgersteig auffahren kann. Aus dieser Perspektive wird deutlich, dass wenn schon mehrere Räder gleichzeitig oder ein Lastenrad oder nur ein Fahrrad mit Kinderanhänger hier stehen wollten, würden sie eine der Pkw-Fahrbahnen vor oder hinter sich blockieren. Fazit: schlecht geplant, unzureichend beschildert und unnötig gefährlich gestaltet. Der ausgewiesene, aber nicht näher beschilderte Radweg zum Anschluss an die Panoramatrasse geht jetzt über den viel zu engen Bürgersteig im Rad- und Fußgängergegenverkehr mit Grundstücksausfahrten 300 Meter so weiter, wo man dann die Trasse wiederfindet, wenn man sich auskennt.
Aber wer sich hier auskennt, fährt vielleicht eher wie ich mit dem Velomobil auf direktem Weg die 300 Meter die Nevigeser Straße hinunter, um dann hinter dem Fabrikgebäude rechts hinein und vorsichtig über das Werksgelände wieder auf die Trasse zu fahren. Das ist zwar nicht ganz korrekt, aber immer noch weit sicherer als das, was die Planer für uns vorgesehen haben. Wieder nur knapp 1700 Meter später führt uns der dritte Übergang über die große Straßenkreuzung in Velbert-Tönisheide, wo die Kuhlendaler und die Wülfrather Straße auf die Nevigeser Straße treffen. Die Kreuzung ist ampelgeregelt. Wenn wir mit einem längeren Fahrrad, wie einem Lastenrad, einem Rad mit Anhänger oder hier mit einem Velomobil eng an diesem Gitter vorbei zur Ampel fahren, um den Signalanforderungstaster zu betätigen, versperren wir den Fußgängern hier jegliches Durchkommen. Steht man korrekt rechts, ohne andere zu behindern, erreicht man den Schalter nicht mehr. Aber in der Theorie soll man ja auch hier absteigen und zum Fußgänger mutieren. Dann kann man ja das Lastenrad auf den Ständer stellen, zur Ampel gehen und die Taste bedienen. Aber diese Gedankenlosigkeit der Planer ist nur eine lästige Nebensächlichkeit. Für unsere Sicherheit gibt es hier keine Alternative zu einem geregelten Ampelübergang. Nach der Ampel fahren wir Richtung Aldi, folgen dem Bürgersteig an der Bushaltestelle vorbei und müssen noch am Aldi-Parkplatz vorüber, bevor wir die Trasse wiederfinden. Hier würde ich mir zusätzlich zu der rötlich hervorgehobenen Bürgersteigpflasterung noch große Radfahrerpiktogramme als Warnung für die ein- und ausfahrenden PKWs wünschen. Aber die Sicht ist wenigstens baulich hier nicht versperrt. Nur ca. 400 Meter später passieren wir dieses architektonische Highlight. Und treffen dann schon auf den vierten Übergang über die Reuterstraße. Der Abbiegeverkehr, der hier rechts von der Wülfrather Straße herkommt, darf 50 Stundenkilometer fahren und hat dank schlecht gepflegter Bepflanzung keine gute Sicht auf die Radquerung. Hier muss so mancher sportlich abbiegende Pkw ordentlich in die Bremsen gehen, um die querenden Radfahrer nicht anzufahren. Wieder nur 700 Meter weiter erwartet uns der fünfte Übergang. Diesmal müssen wir die Wülfrather Straße überqueren. Dieser Übergang toppt alle anderen wegen seiner Gefährlichkeit und seiner unzureichenden Beschilderung. Schreckversetzt auf der anderen Seite der Wülfrather Straße setzt sich hier der Radweg fort. Die Querung sollen wir hier wieder als Fußgänger vornehmen, denn der Radweg wird der Einfachheit halber beendet. Als ob das sicherer wäre, wenn wir uns länger schiebend auf der Straße aufhalten. Die Beschilderung an der Wülfrather Straße warnt die Autofahrer daher auch nur vor querenden Fußgängern und missachtet mal wieder konsequent die Realität. Die Autos sind hier viel zu schnell. Keiner fährt hier nur 50 Stundenkilometer, geschweige denn 30, wie dies für die Sicherheit der Radfahrer notwendig wäre. Fazit auch hier wieder: schlecht geplant, unzureichend beschildert und unnötig gefährlich gestaltet. Dagegen sind diese normalen Straßenüberquerungen kein Problem. Hier queren wir übrigens die Nord-Erlbach, die rechts zum Kalksteinbruch Silberberg führt. Wie die Priorität des Radverkehrs entgegen allen Beteuerungen unserer Lokalpolitiker tatsächlich gesehen wird, offenbart sich unter anderem auch in Details wie diesen. Dieser geschotterte Feldweg erhält verkehrsrechtlichen Vorrang gegenüber der Panoramaradtrasse. Dass sich dabei das Vorfahrtachtenschild verschämt und gefährlich hinter Bäumen versteckt, hat schon fast symbolischen Charakter. Nach 2,7 Kilometer schöner Abfahrt durch Wald und Flur erreichen wir den sechsten Übergang, der uns zur Gabelung des Radweges in Wülfrath bringt.
3 enge Kurven und 3-mal keine Sicht auf den Gegenverkehr. Ich möchte nicht wissen, wie viele gefährliche Situationen zwischen Radfahrern es hier schon gegeben hat. Wäre hier wertvolles Blech in Gefahr und nicht die Gesundheit von Radfahrern, wären hier entweder die Hecken heruntergeschnitten oder es würden Straßenspiegel angebracht. Rechts geht hier der Panoramaradweg nach Wülfrath weiter, wo die freundlichen Radler herkommen, die uns vorlassen. Wir fahren nach links in Richtung Abrath. Radfahrerkollisionen an solchen Engstellen enden für junge Menschen in der Regel nicht tragisch. Aber wenn Senioren mit ihren E-Bikes stürzen, dann war das leider oft das letzte Mal, dass sie in der Lage waren, Rad zu fahren und diese Form der Mobilität zu genießen. Ich meine, dass unsere Gesellschaft dieser Entwicklung, dass immer mehr ältere Menschen E-Bike-Touren unternehmen, Rechnung tragen sollte, indem sie deren bevorzugte Verkehrswege sicherer gestalten, anstatt superschwere übermotorisierte SUVs staatlich zu fördern, nur weil sie das Label Plug-in-Hybrid tragen. Wieder 2,7 Kilometer, fast ungetrübte Abfahrt später, endet leider diese Trasse. Die Radverkehrsführung, das wäre jetzt in dieser Zählung der 7. Übergang, leitet uns den Oberdüsseler Weg hinab zum Coxhof, wo wir uns den linken Bürgersteig mit Fußgängern und entgegenkommenden Radfahrern teilen sollen. Das taugt wieder einmal gar nichts, wenn es hier so aussieht. Nur wenn der Weg einigermaßen regelmäßig gepflegt würde, würde er Akzeptanz finden können. Kurz vor dem Schloss Abrath müssen wir leider wieder einmal die Straße überqueren. Der 8. Übergang. Auch wenn das mit der Verkehrsinsel wieder für den Radfahrer nicht passt, so werden doch wenigstens die Autofahrer hier ausnahmsweise vor Fahrradfahrern gewarnt und nicht nur vor Fußgängern. Es will mir nicht einleuchten, weshalb Radfahrer von der Verkehrsplanung nicht erwarten können, was für Autofahrer seit 70 Jahren eine Selbstverständlichkeit ist. Unnötige Gefahrenstellen zu vermeiden, unvermeidbare Risiken zu entschärfen und die Orientierung während der Fahrt durch Schilder so zu ermöglichen, dass man seine Fahrtrichtung findet, ohne an jeder Kreuzung anhalten und aus- bzw. absteigen zu müssen. Wie versprochen soll zum Schluss noch ein gut gemachtes Beispiel eines sicherheitsgerechten Trassenübergangs gezeigt werden. Wir fahren hier auf der Nordbahntrasse Richtung Scheeh und müssen die Linderhauser Straße überqueren. Wir dürfen dabei Radfahrer bleiben. Die Geschwindigkeit des Pkw-Verkehrs wird mittels Beschilderung und Fahrbahngestaltung auf angemessene 30 Stundenkilometer heruntergeregelt. Und der Autofahrer weiß auch warum, weil Radfahrer kreuzen. Zusätzlich ist weithin sichtbar eine Radarsäule aufgestellt. Das erhöht die Akzeptanz enorm. Oft halten die PKWs sogar an und winken uns rüber. Es geht also durchaus gut und vernünftig, wenn sich hier, wie im Falle der Nordbahntrasse geschehen, eine engagierte und kompetente Bürgerbewegung in intensiver Auseinandersetzung mit der Stadt um eine angemessene Gestaltung bemüht.